Für mich das Stück Do Do von Vinko Globoka war sehr interessant oder spannend. Das Stück hat ja so ein musiktheatralisches Charakter. So. Also das Stück finde ich gerade so interessant, so während unseres Spielens wir auch so einen Raum frei bewegen müssen. Das fordert ja dann auch dann wieder andere Ebenen dann heraus, wo wir dann auch die ganze Koordination während des Spielens auch noch lernen müssen und dann auch die Noten zum Beispiel auch nicht vor Auge haben sollten, sondern alles auswendig lernen. Bei dem Stück Dodo finde ich sehr interessant, so zwei Figuren da, so als so eine gegenseitige Figuren da steht und wo ganze Zeit versucht, mal so, für mich wirkt es, dass die beiden Gegner versuchen, sich irgendwie zusammen was zu verstehen oder zusammenzukommen. So. Nach meiner Interpretation so versuchen sich beide Figuren immer wieder, aber dann doch am Ende klappt es nicht so. Und es gibt also eine Stelle, wo er dann eine Spielanweisung gegeben hat, dass die beiden also Instrumenten so mit Trichter zu Trichter so mal zusammen und dann spielen oder irgendwie körperlich so verbinden. Ne? Ja. Und wir hatten so eine Version, wo Klarinette und Flöte so eine zusammenbildende Instrument wird, quasi so eine Version hatten wir, als wir beide. Und wir spielen einmal dann da drauf und so ich spiele halt dann nur diesen Titeltönen und du wechselst ja halt. Genau. So, einzige Stelle, wo die beiden Instrumente oder die beiden Figuren dann zusammen so nah dran bleiben. Ansonsten geht ja immer dann so immer so ganz eindeutige, ganz auch eindeutige so eine Sprache, ich liebe dich, ich hasse dich, so, das wechselt sich immer, dass das nie zusammen so tauchen wird. Eigentlich sagen wir die ganze Zeit in dem Stück das Gegenteil voneinander. Sagst du, ich liebe dich, sag ich hasse dich und umgekehrt. Und das Gleiche auch übersetzt in Musik. Also spielst du die aggressive, wilde Passage, spiele ich gleichzeitig oder danach die ruhige, lyrische und umgekehrt. Und an der Stelle, also jetzt so im Nachhinein betrachtet, haben wir da, also bietet Globoka an der Stelle eigentlich zwei unterschiedliche Lösungen an. Das eine ist, er ist ja selber Posaunist, wenn er sich vorstellt, dass das zwei Blechblasinstrumente spielen und Trichter gegen Trichter spielen, dass das ja eine Art von Konfrontation auch wieder, also gegeneinander. Die Alternative, dass man sich umarmend spielt, ist das Gegenteil von Konfrontation. Und was wir da gewählt haben für die Stelle, dieses in die Klarinette schieben der Flöte, ist ja eigentlich nochmal ein auf die Spitze treiben, dieses Umarmspiel, nämlich so eine Vereinigung auf der Bühne. Da hatten wir schon wieder Sex auf der Bühne, ne? Ja, aber kann man da denken auch, wie man will. Ich habe den Werkkommentar zu Do a Do jetzt nicht mehr so ganz präsent, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er da schreibt, dass es um die Unmöglichkeit von Paarbeziehungen oder von Zweierbeziehungen geht zwischen Menschen.
Und das stellt er jedenfalls ziemlich überzeugend dar in dem Stück. Denn also es gibt immer dieses, dass der eine Sache sagt und der andere das komplette Gegenteil. Dass man das Gleiche sagt, also die gleiche Melodie spielt nacheinander, kommt vor in dem Stück, aber auch dann wird die ganz anders gespielt, also mit einer ganz anderen Klangfarbe, mit einer ganz anderen Spieltechnik von Globokar so gewünscht. Auch da gibt es kein wirklich Gemeinsames. Wenn man gleichzeitig spricht, spricht man ganz andere Sachen. Bis auf diese eine Stelle, die wir eben beschrieben haben, mit dieser Vereinigung, und am Schluss sagen wir auch das Gleiche, aber es ist halt leider hol dich der Teufel. Insofern ist es ja doch, es ist auf jeden Fall jeder für sich und es ist auf jeden Fall sehr konfliktreich. Diese einfach so eine ganz eindeutige, extrem so eine gegenseitige, so ein Spruch, so ich liebe dich, ich hasse dich, so eine ganz so eine eindeutige Sache, was dann immer so eine zwischenmenschliche Beziehung immer passiert, auch nicht nur so eine liebe Beziehung, sondern auch in der Gesellschaft eigentlich, was man dann immer so versucht, mal miteinander umzugehen und wie man das und dann ausdauernd immer versucht, zusammen was dann so eine Lösung zu finden. Gerade als wir Corona hatten wir sehr viele so eine schwierige Situationen, wo unser Alltagsleben ganz anders geworden war. Und dann gab es ja auch viele Konflikte zwischen den Menschen. Und da fand ich gerade interessant, so ein Stück zu sehen, was eigentlich sehr so wann wurde, also 80er Jahren geschrieben wurde, was dann mich dann auch ganz stark wieder als Klangbild mal dargestellt.